Das kosmologische Prinzip gerät ins Wanken. Sogar der Urknall steht jetzt unter Verdacht. Was, wenn wir uns geirrt haben? Was, wenn das Universum nie so war, wie wir es uns vorgestellt haben? Machen Sie sich bereit herauszufinden, warum. Das Netz des Universums. Die Harmonie des Chaos. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Universum. Seine Struktur erinnert an ein gigantisches Spinnennetz. Jeder Faden wiederholt das Muster perfekt. Dem kosmologischen Prinzip zufolge ist alles auf Skalen von mehr als 250 Millionen Lichtjahren so aufgebaut. Homogen, isotrop. Wie ein endloser Ozean, in dem die Wellen der Galaxien strengen Regeln folgen. Der Komet Bernardinelli-Bernstein. Und mitten in diesen endlosen Weiten, in der stillen Tiefe des Kosmos, bewegt sich ein eisiger Gigant, der Komet Bernardinelli-Bernstein. Sein Kern hat einen Durchmesser von 75 Meilen und erinnert an eine treibende Insel aus Eis und Gestein. Damit ist er der größte Komet, der jemals entdeckt wurde. Zum Vergleich der berühmte Komet Hale-Bopp. Seine Größe übersteigt kaum 15 Meilen. Neben dem Riesen sieht sie aus wie eine winzige Schneeflocke. Werfen Sie einen Blick in die Archivdaten aus dem Jahr 2010. Genau dort fanden Astronomen die ersten Spuren dieses Giganten. Das ist, als würde man eine Nadel im Heuhaufen finden. Offiziell im Jahr 2021 bekannt gegeben, verbarg sich der Komet lange Zeit in der Oortschen Wolke, der eisigen Wiege am Rand des Sonnensystems. Das Hubble-Teleskop bestätigte, sein Kern ist doppelt so massereich wie angenommen und dreimal so groß wie der typischer Kometen. Er befindet sich derzeit im Sternbild Netzmagen, in einer Entfernung von fast 2,4 Milliarden Kilometern von der Erde. Um sie zu sehen, braucht man ein leistungsstarkes Teleskop. Mit bloßem Auge ist dieser Leviathan nicht zu erkennen. Doch das wichtigste Ereignis steht noch bevor. Im Januar 2030 wird der Komet das Perihel erreichen und 1 Milliarde Meilen an der Sonne vorbeiziehen. Das ist 10-mal weiter entfernt als die Umlaufbahn des Saturn. Warum ist diese Entdeckung so wichtig? Erstens ist Bernardinelli-Bernstein ein Relikt des frühen Sonnensystems und ihre Zusammensetzung kann uns verraten, wie die Planeten entstanden sind. Zweitens stellen ihre Ausmaße die bestehenden Theorien in Frage. Wie konnten sich solche Giganten im Oortschen Wolke erhalten, ohne über Milliarden von Jahren zu zerfallen? Wissenschaftler vergleichen sie mit einer Zeitkapsel. Jede Aufnahme ist ein Schlüssel zur Entschlüsselung der Geheimnisse der Vergangenheit. Jedes Spektrum ist ein neues Rätsel. Und auch wenn der Komet keine spektakuläre Show am Himmel veranstalten wird, hat seine stille Reise bereits die Lehrbücher umgeschrieben. Denn manchmal kommen die lautesten Entdeckungen aus der Stille, aus der kosmischen Leere. Die moderne Kosmologie. Werfen Sie einen Blick auf das Standardmodell. Dunkle Energie, eine geheimnisvolle Kraft, die die Galaxien auseinandertreibt. Sie macht 68% aus. Dunkle Materie, das unsichtbare Gerüst des Kosmos. Ihr Anteil beträgt 27%, während die uns vertrauten Sterne, Planeten und Gase nur 5% ausmachen. Das ist wie ein Kuchenrezept. Mehl und Zucker sind nur ein winziger Teil, das Wesentliche sind die unsichtbaren Zutaten. Aber wie sind die Wissenschaftler zu solchen Schlussfolgerungen gekommen? Erstens gibt es die kosmische Hintergrundstrahlung, das Echo des Urknalls, aufgezeichnet von Satelliten wie Planck. Sie ist so glatt wie die Oberfläche eines Sees und bestätigt, dass das Universum in großem Maßstab homogen ist. Zweitens die Daten der Sloan-Durchmusterung. Galaxien sammeln sich in Haufen, aber auf riesigen Entfernungen ist ihre Verteilung gleichmäßig. Und schließlich die Supernovae, die Leuchttürme des Kosmos. Sie haben gezeigt, die Expansion beschleunigt sich, als würde ein unsichtbares Segel das Universum antreiben. Sogar die neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen deuten darauf hin. Jades. Stellen Sie sich vor, das Universum ist erst 300 Millionen Jahre alt. Es ist dunkel wie Tinte. Und plötzlich flammen die ersten Lichter auf. Das sind die Galaxien Jades 140 und Jades 141, entdeckt vom James-Webb-Teleskop. Ihr Licht reiste 13,5 Milliarden Jahre lang, wie eine Botschaft aus einer Zeit, als das Universum noch ein Säugling war. Man stelle sich vor, diese Sterneninseln entstanden so früh, dass ihre Existenz alle Theorien in Frage stellt. Als hätte ein Kind eine Symphonie geschrieben, bevor es sprechen gelernt hat. Werfen Sie einen Blick auf Jades 140. Ihr Durchmesser beträgt 1600 Lichtjahre. Das ist 1000-mal kleiner als die Milchstraße. Aber für das junge Universum ist selbst diese Größe ein Wunder. Wie konnten diese Galaxien so schnell wachsen? Wissenschaftler zerbrechen sich den Kopf. Hat die dunkle Materie vielleicht aktiver als Baumeister gewirkt, als wir dachten? Oder sind die ersten Sterne früher entstanden, als die Modelle vorhergesagt haben? Doch das Wichtigste ist ihre Rolle in der Epoche der Reionisation. Diese Galaxien haben wie Fackeln das Eis des neutralen Wasserstoffs geschmolzen und das Universum mit Licht erfüllt. Ohne sie wäre das Universum dunkel und leer geblieben und ihr infrarotes Leuchten, das durch die Ausdehnung des Raums gestreckt wurde, ist wie ein Fingerabdruck der Zeit selbst. Skeptiker fragen, ist das vielleicht ein Messfehler? Doch die Statistik ist eindeutig. Diese Galaxien sind kein Zufall, sondern der Schlüssel zum Geheimnis der Sternentstehung.
Sie zwingen uns, die Lehrbücher neu zu schreiben. Es stellt sich heraus, dass die ersten Strukturen nicht über Milliarden von Jahren entstanden, sondern in kosmisch gesehenen Augenblicken. Was kommt als nächstes? Das Webb-Teleskop scannt weiterhin die Tiefen des Alls. Jede neue Aufnahme ist ein Schritt zur Entschlüsselung. Und wer weiß, vielleicht zeigt die nächste Entdeckung, dass unser Universum viel schneller erwachsen wurde, als wir es je zu träumen gewagt hätten. Quipu. Stellen Sie sich vor, im endlosen Vakuum des Kosmos erstreckt sich ein unsichtbares Netz. Seine Länge beträgt mehr als 1.300.000.000 Lichtjahre. Das ist Quipu, Tontu, eine gigantische Metropole aus Galaxien, entdeckt im Februar 2025. Ihre Masse entspricht 200 Billiarden Sonnen, als hätte man die gesamte Materie der Milchstraße mit einer unvorstellbaren Zahl multipliziert. Das Team von Hans Behring vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Im Jahr 2025 gelang ihnen ein Durchbruch. Die Wissenschaftler fanden gewissermaßen eine Nadel im Heuhaufen. Sie analysierten Röntgensignale von Galaxienhaufen, die in einer Entfernung von 424 bis 815 Millionen Lichtjahren von der Erde liegen. So wurde Quipi zur größten bekannten Struktur im nahen Universum. Doch das Erstaunlichste ist der Maßstab. Die Länge von Quipi übertrifft den Durchmesser der Milchstraße um das Tausendfache. Warum ist Quipi so wichtig? Stellen Sie sich vor, ihre Größe stellt unsere Modelle des Universums in Frage. In einer Entfernung von 424 bis 815 Millionen Lichtjahren von der Erde gelegen, verzerrt sie die Messung der Hubble-Konstanten. Es ist, als würde man entdecken, dass die Karte ihrer Stadt plötzlich dreimal so groß geworden ist, ohne dass sie es geahnt hätten. Vor allem aber enthüllt Quipi die Geheimnisse der Galaxienentwicklung. Ihre seitlichen Ausläufer, die an Tentakel erinnern, zeigen, wie Materie zwischen den Galaxienhaufen fließt und so die Entstehung von Sternen fördert. Wissenschaftler vergleichen sie mit einem kosmischen Aquädukt, der ganze Welten versorgt. Sie erinnert uns daran, selbst im 21. Jahrhundert ist das Universum voller Rätsel. Und so wie einst die Inka Knoten knüpften, um Wissen zu übermitteln, so schreibt auch Quipi die Geschichte des Kosmos in ihre Struktur ein. Rebels, 25. Stellen Sie sich vor, das Universum ist erst 700 Millionen Jahre alt. Ein Alter, das mit dem ersten Atemzug eines Neugeborenen vergleichbar ist. Doch schon damals existierte in dieser kosmischen Wiege die Galaxie, der Gigant Rebels 25. Ihre rotierende Scheibe, wie eine Miniaturversion der Milchstraße, brachte Ordnung in das Chaos des frühen Kosmos. Die Masse beträgt 8 Milliarden Sonnen. Das ist, als würde sie der Natur trotzen. Ich bin hier und ich bin bereits vollkommen. Werfen Sie einen Blick auf die Daten des ALMA-Teleskops. Mit Hilfe von Millimeterwellen, konnten Wissenschaftler nicht nur eine Ansammlung von Sternen erkennen, sondern sie sahen eine geordnete Struktur mit einer möglichen Balkenstruktur. Ein seltenes Merkmal selbst für heutige Galaxien. Rebels 25 bildet Sterne mit einer Geschwindigkeit von 200 Sonnenmassen pro Jahr. Das ist, als würde alle 18 Stunden eine neue Sonne geboren. Zum Vergleich, unsere Milchstraße bildet nur einen Stern pro Jahr. Warum stellt diese Entdeckung die Wissenschaft auf den Kopf? Sie bricht mit dem Klischee über frühe Galaxien, statt chaotischer Verschmelzungen eine ausgereifte Scheibe. Wie ein Kind, das direkt mit einem Universitätsabschluss geboren wird. Eine Neuberechnung der kosmischen Uhren. Geordnete Strukturen bildeten sich um ein Vielfaches schneller, als man bisher annahm. Das Erstaunlichste ist die mögliche Bar. Eine Brücke aus Sternen und Gas, typisch für ausgereifte Galaxien, scheint zu rufen, die Evolution begann, früher als eure Theorien. Die Wissenschaftler sind ratlos. Wie konnten komplexe Strukturen in einem kosmischen Augenblick entstehen? Es ist, als würde man ein Smartphone in der Steinzeit finden. Rebels 25 stellt eine Herausforderung, überdenkt alles, was ihr über meine Entstehung wisst. Und wer weiß, vielleicht verbirgt ihr Licht, das seit Milliarden Jahren zu uns reist, noch mehr Geheimnisse. Ist die Theorie richtig? Aber was, wenn das Puzzle einen Riss bekommen hat? Der gigantische Bogen und der große Ring. Strukturen, die sich über Milliarden Lichtjahre erstrecken. Sie verstoßen gegen alle Regeln und erinnern an gigantische Risse in der Theorie der Homogenität. Wie konnten diese Monster, die das zulässige Limit um das Doppelte überschreiten, nach dem Urknall und der Inflation entstehen, die eigentlich alle Unebenheiten ausgleichen sollten? Die Wissenschaftler sind ratlos. Die Daten der Mikrowellen-Hintergrundstrahlung und der Supernova bestätigten das Modell jahrzehntelang. Doch nun mehren sich die Anomalien. Zum Beispiel der rätselhafte Ring im Sternbild Bärenhüter. Seine Form widerspricht den erwarteten sphärischen Mustern. Baryonische akustische Oszillationen, Spuren uralter Schallwellen vom Urknall, als hätte jemand das Astronomiebuch neu geschrieben. Und die Abweichung bei der Hubble-Konstanten, als ob die Uhr des Universums in verschiedenen Ecken unterschiedlich schnell tickt. Was kommt als nächstes? Vielleicht müssen wir das Fundament selbst überdenken, das kosmologische Prinzip. Ist die dunkle Energie vielleicht nicht konstant? Oder funktioniert die Gravitation auf gigantischen Skalen anders?
Eines ist bisher klar. Es ist, als würde das Universum uns zuflüstern, dass selbst in seiner scheinbaren Ordnung Geheimnisse verborgen sind, die alles, woran wir geglaubt haben, auf den Kopf stellen könnten. Giant Arc, die gigantische Bogenstruktur. Stellen Sie sich vor, in einer Entfernung von 9.200.000.000 Lichtjahren von der Erde, im Sternbild Bärenhüter, verbirgt sich eine gigantische Bogenstruktur, wie eine himmlische Brücke, die sich über die Leere des Kosmos spannt. Ihre Länge beträgt 3,3 Milliarden Lichtjahre. Das sind fast 3,5% des gesamten beobachtbaren Universums. Wenn wir sie mit bloßem Auge sehen könnten, würde sie einen Himmelsabschnitt einnehmen, der 20 Vollmonden entspricht. Das ist, als ob 20 silberne Scheiben sich zu einem geheimnisvollen Muster aneinanderreihen würden. Werfen Sie einen Blick auf den Juni des Jahres 2021. Genau zu dieser Zeit analysierte die Doktorandin Alexia Lopez die Daten der Sloan Digital Sky Survey und entdeckte etwas Unglaubliches: eine Kette von Galaxien und Galaxienhaufen, die einen perfekten Bogen bilden. Die Wissenschaftler nannten sie den gigantischen Bogen, eine Struktur, deren Ausmaße selbst den kosmologischen Prinzipien widersprechen. Laut Theorie sollte es im Universum keine Strukturen geben, die größer als 1.200.000.000 Lichtjahre sind. Doch der Bogen ist dreimal so groß. Warum ist das so wichtig? Erstens passt seine Form nicht in die Standardmodelle der baryonischen Oszillationen. Sie gleicht einem riesigen Puzzlestück, das nicht ins Gesamtbild passt. Zweitens befindet sich der Bogen in unmittelbarer Nähe zum großen Ring. Das deutet darauf hin, dass es vielleicht ein noch viel größeres System gibt. Wissenschaftler zerbrechen sich den Kopf. Ist hier vielleicht dunkle Materie im Spiel? Oder sind hypothetische kosmische Strings schuld? Fäden, so dünn wie ein Atom, aber Milliarden Lichtjahre lang, die aus der Zeit der Entstehung des Universums stammen. Skeptiker behaupten, es handelt sich um eine zufällige Ausrichtung von Galaxien. Aber die Wahrscheinlichkeit eines solchen Zufalls ist so gering wie eine Nadel in einem galaxisgroßen Heuhaufen zu finden. Der Bogen erinnert uns daran. Selbst im Zeitalter ultrapräziser Teleskope kann das Universum noch überraschen. Und wer weiß, vielleicht wird die Lösung dieses Rätsels die Astronomiebücher neu schreiben. Big Ring, der große Ring. Nur 3 Jahre nach der Entdeckung des riesigen Bogens erschütterte dieselbe Forscherin Alexia Lopez erneut die Wissenschaftswelt. Genau im selben Himmelsabschnitt, nur 12 Grad vom Bogen entfernt, entdeckte sie den großen Ring. Einen kosmischen Giganten mit einem Durchmesser von 1.300.000.000 Lichtjahren. Sein Umfang beträgt 4 Milliarden Lichtjahre, wie ein riesiger Reif, der die Leere umspannt. Werfen Sie einen Blick auf dieses Gebiet. Beide Objekte befinden sich 9.200.000.000 Lichtjahre von uns entfernt, wie Zwillinge, die die Gesetze des Universums herausfordern. Auf dem Treffen der amerikanischen Astronomischen Gesellschaft präsentierte Lopez die Daten der Sloan-Durchmusterung, eine ringförmige Kette von Galaxienhaufen. Ihre statistische Signifikanz überstieg 5 Sigma, eine Schwelle, nach der Zweifel wie kosmischer Staub verfliegen. Doch das Wichtigste ist seine Form. Die Wissenschaftler sind ratlos. Standardmodelle der baryonischen Oszillation sagen sphärische Strukturen voraus. Keine Ringe. Am faszinierendsten ist die Nähe von Bogen und Ring. Stellen Sie sich vor, Saikam-Doten, 2 Strukturen, jede Milliarden Lichtjahre groß, die an Teile eines gigantischen Puzzles erinnern. Was, wenn sie Fragmente eines noch viel gewaltigeren Systems sind, das selbst für unsere Teleskope unsichtbar bleibt? Alexia ist überzeugt, das ist kein Zufall. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Zusammentreffens ist so gering, wie 2 identische Schneeflocken in einem Orkan zu finden. Während einige Wissenschaftler über die Natur des Rings streiten, suchen andere Antworten in der modifizierten Gravitation, der Idee, dass die Gesetze der Anziehungskraft auf riesigen Entfernungen anders funktionieren. Doch eines ist klar: Jede solche Entdeckung ist wie ein Riss im Fundament alter Theorien. Und wer weiß, vielleicht sehen wir in einem Jahrzehnt eine neue Karte des Universums, auf der der gigantische Bogen und der große Ring die ersten Buchstaben in einem uns unbekannten Alphabet des Kosmos sind. Eine Überprüfung des kosmologischen Prinzips. Aber wie lässt sich die Existenz des gigantischen Bogens und des großen Rings erklären? Eines der wichtigsten Rätsel ist ihre Form. Denn baryonische akustische Oszillationen, oder BAO, sind das Echo von Schallwellen des frühen Universums. Sie hinterließen sphärische Muster mit einer Größe von fast 500 Millionen Lichtjahren. Doch der Bogen und der Ring sind wie Rebellen, die die Regeln brechen. Ihre langgestreckten und ringförmigen Strukturen passen nicht in die sphärischen Muster der BAO. Wissenschaftler flüstern, vielleicht sind hier unbekannte Gravitationskräfte oder sogar kosmische Strings im Spiel. Stellen Sie sich urzeitliche Fäden der Raumzeit vor, die nach dem Urknall zurückgeblieben sind. Diese Strings sind so dick wie ein Proton, aber haben die Masse von Milliarden Sonnen. Sie könnten Materie angezogen und so gigantische Strukturen erschaffen haben. Bislang ist ihre Existenz nur eine Hypothese. Aber wenn sie entdeckt werden, wäre das eine Revolution. Doch die Daten zeigen, selbst wenn es Strings gibt, sind sie für weniger als 10% der Struktur des Universums verantwortlich.
Werfen Sie einen Blick auf das kosmologische Prinzip. Es besagt, im Maßstab von mehr als 850 Millionen Lichtjahren ist das Universum homogen. Doch der Bogen und der Ring, die sich über Milliarden von Lichtjahren erstrecken, stellen diese Regel in Frage. Einige Wissenschaftler schlagen radikale Ideen vor, zum Beispiel modifizierte Gravitation, bei der die Newtonschen Gesetze anders funktionieren. Skeptiker entgegnen, was, wenn das nur ein Zufall ist? Doch die Statistik spricht gegen sie. Die Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Zusammentreffens beim großen Ring liegt bei 1 zu einer Million. Das ist, als würde man einen Diamanten in einer sandigen Wüste von der Größe einer Galaxie finden. Was kommt also als nächstes? Antworten könnten mit neuen Teleskopen kommen. Euklid und DESI. Sie werden die dunkle Materie erforschen, die Daten überprüfen und vielleicht die Tür zu einer neuen Ära der Kosmologie öffnen. Aussichten. Und wer weiß, vielleicht wird der Mond schon in naher Zukunft zur zweiten Heimat der Menschheit. Die Erdumlaufbahn wird sich in einen belebten Weltraumhafen verwandeln. Wie Kolonien unter Kuppeln gewinnen Astronauten Wasser aus dem Mondregolith. Touristen bestaunen die Erde aus der Höhe von Orbitalhotels. Gigantische Teleskope auf der Rückseite des Mondes erforschen die dunkle Materie. Interplanetare Raumschiffe werden vor dem Flug zum Mars in der Umlaufbahn betankt. All das ist keine Fantasie. Es ist ein logischer Schritt in eine Ära, in der der Weltraum Teil unseres Alltags wird. Denn schon jetzt werden Entwicklungen vorangetrieben, die dieses Szenario näher rücken lassen. Im Jahr 2025 ebnen Missionen wie Blue Ghost und Hakuto-R den Weg zu Mondbasen. Das Artemis-Programm bereitet die erste Frau für die Landung auf dem Mond vor. Blue Origin testet das Landemodul Mk-1, das in der Lage ist, Tonnen von Fracht zu transportieren. Gleichzeitig setzen die ESA und ihre Partner die Zero-Debris-Initiative um bis 2030 die Umlaufbahn von Müll zu befreien. Reinigungsroboter wie ClearSpace 1 sind bereits startbereit. Kommerzielle Unternehmen wie SpaceX und Blue Origin senken die Kosten für Raumflüge. Kleine Satelliten in Koffergröße machen das All sogar für Startups zugänglich. Technologien zur Betankung im Orbit werden die Lebensdauer von Satelliten verlängern. Die Raketen New Glenn und Starship versprechen, Fracht günstiger als je zuvor zu transportieren. Die Menschheit gibt sich mit dem Erreichten nicht zufrieden. Rekordverdächtige Weltraumspaziergänge, kommerzielle Stationen wie VAST, Pläne für eine dauerhafte Präsenz im Orbit, all das sind Teile des Mosaiks mit dem Namen Weltraum Zeitalter 2.0. Und obwohl Herausforderungen bleiben, von Weltraummüll bis zu interplanetaren Risiken, ist eines klar. Wir stehen an der Schwelle zu einer Ära, in der sich die Grenzen des Möglichen mit jedem Start erweitern. Outro. Doch währenddessen sind der gigantische Bogen und der große Ring, Quippy und die Galaxie Rebels 25, wie Mosaikstücke, die über das Universum verstreut sind. Jedes von ihnen stellt unsere Vorstellung vom Kosmos auf die Probe. Sie scheinen zu rufen, eure Theorien sind unvollständig. Quippy, die sich über 1.300.000.000 Lichtjahre erstreckt, gleicht einer gigantischen Gravitationsbrücke, die Galaxien zu einem gemeinsamen Tanz verbindet. Der gigantische Bogen und der Ring, die die Grenze der Homogenität durchbrechen, erinnern an kosmische Artefakte, die von einer unbekannten Zivilisation hinterlassen wurden. Sie zwingen uns, die Prinzipien der Isotropie zu überdenken. Und Rebels 25 ist eine unglaublich alte Galaxie. Sie beweist, Sternsysteme wuchsen um ein Vielfaches schneller, als wir dachten. Was verbindet sie? Sie alle sind Schlüssel zu Geheimnissen, die die Wissenschaft erst zu entschlüsseln beginnt. Quippy beeinflusst die Hubble-Konstante. Der Bogen und der Ring stellen das Inflationsmodell in Frage. Und die Babygalaxien schreiben die Geschichte der Reionisation um. Gemeinsam zeichnen sie das Bild eines Universums, in dem Zufall und Gesetzmäßigkeit sich verflechten wie Fäden in den Knoten des Inka-Quipus. Gegenwärtig scannen Teleskope wie JWST und Euklid den Himmel. Wissenschaftler streiten, die einen suchen nach kosmischen Strings, die anderen nach neuen Formen dunkler Energie. Doch eines ist klar, wir stehen an der Schwelle einer Revolution. Jede dieser Entdeckungen ist kein Ende, sondern ein Anfang. Der Beginn einer neuen Ära, in der selbst die kühnsten Hypothesen nur der erste Schritt zur Wahrheit sein könnten.